Hallo zum vielleicht kürzesten Video aller Zeiten, denn ich bin schon wieder mit dem Bus in der Werkstatt und ehrlich gesagt, ich kann auch nicht mehr, ich will nicht mehr. Es ist irgendwie alles total doof. Also gestern hatte ich irgendwie den richtigen Tiefpunkt und heute wird es auch so richtig nicht besser. Ich bin in Freiburg inzwischen, das habe ich euch ja erzählt im letzten Video, dass das jetzt so hier die Zwischenstation sein sollte. Und die knapp 1000 Kilometer bis hierher ist der Bus auch ganz gut gefahren. Also es gab jetzt irgendwie nichts Schlimmes, außer dass irgendwie hinten das Licht ausgefallen ist. Wegen des Lichts bin ich dann irgendwie in die Werkstatt und als ich in die Werkstatt hier wollte, habe ich gesehen, dass Öl unten drunter war. Also ich stand halt über Nacht und morgens war dann da irgendwie so ein kleiner Ölfleck. Und dann dachte ich, das kann jetzt nicht so richtig gut sein. Und die Werkstatt, in der ich dann wegen des Lichts war, meinte, dass das gar nicht gut aussieht und vielleicht ein Kurbelwellensimmering ist oder irgendeine Deckelabdichtung. Oh, ich weiß auch schon nicht mehr. Aber das sieht es halt auf alle Fälle nicht machen können. Das Problem ist, dass hier im Moment alle Werkstätten irgendwie in der Umgebung total dicht sind, weil hier in 2 Tagen Schnee angekündigt ist und jetzt alle panisch noch ihre Winterreifen natürlich haben wollen und sowieso sind die im Stress und also da konnte ich jetzt nicht bleiben. Haben nämlich zur nächsten Werkstatt geschickt, da war ich vorhin, ganz super fit und so. Da der Mechaniker, da meinte gleich erstmal, Mensch, dein Keilriemen ist aber irgendwie auch lose. Dann hat der und sitzt irgendwie auf der falschen Spur. Dann hat er da den Keilriemen irgendwie also halt erstmal auf eine andere Spur gelegt, irgendwie auf die hintere statt die vordere, falls das jetzt irgendwer was damit anfangen kann. Und meinte aber irgendwie auch mit dem Öl, das ist nicht richtig gut und man weiß jetzt halt nicht, wo es herkommt und er würde jetzt so nicht nach Frankreich fahren. Denn eigentlich wollen wir ja am Sonntag, wenn ihr dieses Video hier sehen könnt, auf die Fähre nach Sardinien fahren. Und dazwischen sind aber nochmal 800 Kilometer französische Autobahn. Und ehrlich gesagt, nach diesem ganzen Motorschaden, Elend, keine Ahnung, ob ich das nochmal riskieren will. Jetzt bin ich jedenfalls, warte mal, hier kommt jetzt gerade jemand, vielleicht wird mir jetzt hier gleich mal geholfen. Das ist halt überall Öl. Okay, neuer Zwischenstand. Also, vorhin habe ich aufgehört, da war ich gerade in der Mercedes-Nutzfahrzeuge-Werkstatt hier in Freiburg. Die haben nämlich gesagt, dass sie ihn sich vielleicht mal angucken können und haben jetzt erstmal eine Motorwäsche gemacht. Das habt ihr gerade ja gesehen, das habe ich ja mitgefilmt. Und haben gesagt, und dann soll ich jetzt halt eine Runde fahren. Das mache ich jetzt gerade. Und dann können sie halt gucken, wo das Öl ganz genau rauskommt und ob es dann der Kurbelwellensimmering ist oder irgendwas anderes oder keine Ahnung. Also das mache ich und das kostet natürlich irgendwie auch wieder richtig viel Geld und nachdem ich jetzt ja aber irgendwie für den Motortausch schon auch richtig viel bezahlt habe, ist es einfach nur richtig, richtig Mist. Und ich bin ehrlicherweise auch wirklich so langsam, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also wir hatten uns jetzt echt so gefreut und ich habe gedacht, Mann, jetzt ist endlich alles gut so. Also die das Video gesehen haben, haben ja auch gesehen, wie ich mich gefreut habe. Und dass jetzt einfach das schon wieder nicht okay ist. Und natürlich will ich jetzt nicht nochmal liegen bleiben und versuche jetzt das hier irgendwie abstellen zu lassen. Und habe jetzt halt hier irgendwie noch 4 Tage, also jetzt noch 3,5 so ungefähr. Und es ist irgendwie total doof. Also ich hole mir jetzt hier mal, es ist jetzt irgendwie auch schon um 2, ich bin seit heute früh um 8 auf der Suche nach einer Werkstatt, weil hier halt echt alle total nett sind, aber entweder schon gleich am Telefon sagen, nee, geht nicht, oder wenn ich dann halt komme, also ich war jetzt halt bei 2, ne, die haben dann geguckt und haben gesagt so, das dauert jetzt ein bisschen länger, das schaffen wir halt frühestens Mitte Dezember. Das geht natürlich irgendwie nicht. Also ich hole mir jetzt hier mal was Kleines zu essen und dann fahre ich da zurück zu Mercedes und dann gucke ich mal, was die da sagen, was es dann so sein könnte und dann muss ich halt gucken, wie ich dann weitermache, was das dann kostet, halt auch in dieser Fachwerkstatt, ne? Natürlich haben die einen ganz anderen Stundensatz. Also ich halte euch wahrscheinlich auf dem Laufenden und wenn es irgendwie alles ganz doof wird, dann lade ich das Video hier aber einfach nicht hoch, wahrscheinlich. Ich brauche Frischluft. Was Frischluft? Okay, Update für heute. Es ist jetzt nach 16 Uhr, es wird jetzt hier gerade dunkel. Und es sieht erstaunlicherweise total gut aus. Also nach diesem ganzen Drama irgendwie gestern und heute. Und nachdem ich jetzt wirklich dachte, es ist irgendwie ganz vorbei und jetzt wird irgendwie alles überhaupt nicht mehr und wir können nicht mehr in den Süden fahren, hat die Mercedes LKW-Werkstatt in Freiburg
also die ganz offizielle, das tatsächlich hingekriegt. Also die haben jetzt den Keilriemen nochmal ganz festgezogen. Der war offensichtlich irgendwie, der war locker und haben da die Lichtmaschine auch noch ein Stückchen versetzt und dafür noch ein Teil repariert und haben Schrauben gefunden, aus denen Öl rauskam, also die nicht richtig fest waren und haben da auch nochmal die Dichtung ausgetauscht, was jetzt am Ende alles überhaupt nichts Riesengroßes war. Und ich durfte zugucken und habe jetzt auch ein bisschen was gelernt und mit super engagierten Mechanikern, also total klasse. Und er macht jetzt wirklich einen guten Eindruck. Also ich kann es immer noch nicht so richtig glauben. Ich habe jetzt auch nochmal eine Probefahrt gemacht und es fühlt sich alles gut an. Das heißt, der Plan ist jetzt völlig anders als heute Morgen noch gedacht, dass wir gleich morgen früh nach Frankreich starten und dann unsere Fähre nach Sardinien hoffentlich planmäßig erwischen und dass dann doch irgendwie noch alles gut wird. Also langsam komme ich mir schon ein bisschen komisch vor, weil ich das ja jetzt schon 3-mal gesagt habe und dann war immer wieder irgendwas. Ich hoffe jetzt einfach mal drauf, dass ja irgendwann es dann auch wirklich mal gut sein muss und nicht nur immer sich so anfühlt. Also, planmäßig das nächste Mal aus Frankreich.